Hey, hey, Dennis Koray, herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant Show 359. Wir haben den 15. Mai, wir sprechen über das Bitcoin-Verbot in Simbabwe, die Probleme von chinesischen Minern und ja, die News aus Australien. Der CFO der Commonwealth Bank geht in die Krypto-Szene. Aber wir beginnen mit dem Preis aktuell 8.754 und gestern um 15:30 Uhr gab es einen fetten Move nach oben. Wir standen gestern bei 8,3 und auf einmal bam, innerhalb von wenigen Minuten sind wir dann auf 8,7, sogar bis auf 8,8 hochgesprungen. Ja, und jetzt aktuell auf 8.754. Viele Leute hoffen, dass es weiter nach oben geht, sagen, hey, Konsensus 2018, es war bisher immer so, es muss wieder hochgehen, ja. Einfach mal abwarten, was die Tage jetzt passiert. Aber gucken wir mal nach Simbabwe, was dort abgeht. Ja, Simbabwe, ein Land, geprägt von Hyperinflation, und die Reservebank hat dort jetzt jeglichen Umgang mit Kryptowährungen den Finanzunternehmen verboten. Und das Lustige ist ja, die haben ja nicht mal eine eigene Währung. Ja? Und eigentlich ist es ja so, dass Bitcoin und Kryptowährungen, ich sag mal, eine gute Rettung sind, wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht und die Hyperinflation grassiert. Klar, da muss man erstmal an Bitcoins rankommen, aber man kann dann seine Werte erhalten. Und der Simbabwe-Dollar, der war im Juni 2015 komplett entwertet. Hyperinflation war ich weiß nicht wie viele, hunderttausende Prozent die war. Also du hast eine Banane gekauft, mittags und abends war die schon hast du ein Vielfaches hinlegen müssen. Und das ist halt echt ein Riesenproblem dort. Und das war so hoch, die Inflation, dass die Regierung nicht mal genug Papier hatte, um Geld nachzudrucken. Ja, so schlimm ist das dort. Und es gab halt jetzt, es gibt keine landeseigene Währung, es wird viel mit ausländischen Währungen gemacht, hauptsächlich dem Dollar, aber der ist natürlich auch knapp dort. Und wenn man jetzt Transaktionen aus dem Ausland bekommen hat, haben die Banken einfach einen Großteil einbehalten und die gesamte Wirtschaft, die Bevölkerung vor allem leidet da drunter. Und Kryptowährungen waren dann immer für mehr Leute ein kleiner Anker der Sicherheit und hat das Ganze noch attraktiver wirken lassen. Und jetzt hat die Reservebank, den Riegel vorgeschoben, hat allen Portalen den Handel, Kauf, alles was mit Kryptos zu tun hat, verboten. Die haben 60 Tage Zeit, das umzusetzen. Es gab da einige Kryptobörsen, wie zum Beispiel Golex oder sonstige, Bitfinance, Stix24. Golex hat sogar einen eigenen Bitcoin-ATM aufgestellt und so weiter und so fort. Und die Zentralbank, jetzt hört euch das an, die gibt zu bedenken, dass sie als monetäre Autorität der Hüter des öffentlichen Vertrauens ist und damit die Verpflichtung, die Integrität von Zahlungssystemen zu wahren hat. Ganz ehrlich, sind die auf Drogen? Wie können die sowas rausgeben? Die Wirtschaft, die wäre alles kaputt und die sagen, wir sind die Hüter des Vertrauens. Als ob da noch irgendwer vertrauen würde. Auf jeden Fall schreiben die, Kryptowährung beeinträchtigt die finanzielle Stabilität des Landes. Leute, die haben eine Knall gehört. Ihr, als Banken, ihr beeinträchtigt die finanzielle Stabilität des Landes. Ihr treibt die Leute in die Armut und unglaublich, dass eine Bank überhaupt noch sich traut, sowas zu sagen, nachdem die Hyperinflation im Endeffekt alles aufgefressen hat. Und Fakt ist auf jeden Fall, jetzt wollen sie alles verbieten. Inwiefern sich die Leute das verbieten lassen, das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, dass die Menschen da schon das Vertrauen schon lange nicht mehr haben in die Regierung, in die Banken und so weiter und sich ihre eigenen Wege gesucht haben. Mal gucken, wie sich jetzt Bitcoin dort entwickelt. Gerade in solchen Ländern haben Kryptos natürlich eine große Chance, wobei es ist natürlich schwierig, auch für viele erstmal an Bitcoins dort ranzukommen. Aber hey, wird spannend, das weiter zu beobachten. Gucken wir mal nach China, was dort abgeht. Es gibt einen Report aus China, der sagt, dass viele Miner mittlerweile aus China fliehen. Die gehen in andere südasiatische Länder, wie zum Beispiel Vietnam, Myanmar, Kambodscha und so weiter und so fort. Und das scheint wohl doch nicht immer so ein guter Move zu sein. Der Grund für das Verlassen von China ist halt die regulatorische Geschichte. Die wissen halt nicht, kommt jetzt der Staat nochmal hier mit dem Hammer auf uns drauf,
wird das Mining nochmal ein bisschen härter irgendwie rannehmen. Ja, China weiß ja, man weiß ja in China, das kann sich von heute auf morgen ändern. Also viele haben Angst, dass sie dann ihre Mining-Minen dicht machen müssen und sie verlassen das Land mehr oder weniger immer mehr, so wie es scheint laut diesem Report. Und ja, jetzt gehen sie nach Kambodscha, Myanmar und Vietnam, aber auch das bringt Probleme. Einige Miner sagen, hey, wir haben das schon bereut, weil es ist gar nicht so leicht, in einem anderen Land diese Mining-Operationen aufzusetzen, gerade auch zum Beispiel wegen Kambodscha. Sie schreiben hier, auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen teurer vom Strom her in Kambodscha, in Vietnam oder Myanmar als in China. Dafür sind andere Sachen viel günstiger, vielleicht die Arbeitskräfte oder sonstiges, was sie meinen, oder halt auch die Miete für so eine Lagerhalle. Ich habe jetzt hier eben gesehen, in Kambodscha eine 500 Quadratmeter Lagerhalle für $100 im Monat. Ja. Das ist schon was Heftiges, also ein krasser Preis, aber klar, die Stromkosten sind das Interessante. Ein Problem, unter dem diese Länder leiden, ist natürlich die Hitze. Ja. Wenn du in China in den Bergen bist und da ist es gemäßigt kühl, dann ist das ganz gut fürs Mining, aber wenn du jetzt in Kambodscha warst, also ich war schon mal in Kambodscha, es ist heiß, es ist schwül und was dort immer wieder vorkommt, sind Stromausfälle. Also das Stromnetz ist oft überlastet, die Leute klauen Strom von Straßen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein riesiges Problem fürs Mining. Da kann man keine professionelle Mining-Farm aufbauen. Das merken auch immer mehr Leute. Und auch die lokalen Einwohner, die sind nicht immer so ganz offen dafür. Ja? Die haben da manchmal Probleme mit, die machen es den Leuten schwierig und so weiter und so fort. Also es scheint sich dort noch nicht so was Richtiges etabliert zu haben. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Viele Miner sind jetzt auch zum Beispiel nach Kanada gegangen oder auch sogar in die USA. Da bleibt abzuwarten, welches Land sich wirklich als gutes Mining-Land erweist. Ich vermute auch Russland. Diese Länder können dort in den nächsten Jahren noch ein bisschen nach vorne preschen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, dass es nicht überall besser ist. Ja, und die Leute aber trotzdem immer neue Wege und Lösungen suchen. Ja, dann eine News aus Australien. Das ist eine News, die mich überhaupt nicht überrascht, sondern die wir in Zukunft immer mehr hören werden. Rob Jesuatson, keine Ahnung, sowas heißt er, ist der CFO der Commonwealth Bank of Australia, also eine sehr, sehr große Bank dort. Und er hat jetzt mit sofortiger Wirkung seinen Posten als CFO der Bank hingeschmissen und joint als Chief Operating Officer, als COO der Blockchain-Softwarefirma Block.One. Block.One sind Developer für die EOS-Blockchain. Das soll ein Betriebssystem werden letztendlich, auf dem man dezentrale Apps laufen lassen kann. EOS ein sehr, sehr interessanter Wert. Mittlerweile hat EOS eine Marktkapitalisierung von $12 Milliarden. Also es befindet sich immer noch in der ICO-Phase, also Platz 5 der wertvollsten Kryptowährungen. Und er ist jetzt der COO geworden. Der ICO von EOS läuft aus im Juli, und da bin ich mal gespannt, ob wirklich EOS Ethereum den Rang ablaufen kann, weil angeblich ist es ja so bei EOS, dass diese Skalierungsprobleme, die Ethereum hat, bei EOS nicht so schnell auftreten, weil einfach die Blockchain ein bisschen anders aufgebaut ist und natürlich einen viel höheren Durchsatz dann auch ermöglicht. Der CEO von Block.One, Brandon Bloomer, sagt, hey, vom Rob, die Fähigkeiten sind ein perfekter Match für unsere Firma, vor allem auch im Facilitating Regulatory Advancement. Also es geht ihnen auch um das Regulatorische, was man als CFO einer Bank natürlich drauf haben muss, sich in den Kreisen auszukennen. Und er war selber nur, bevor er jetzt zu Block.One gewechselt ist, ein Jahr bei der CBA. Die Commonwealth Bank hat wohl einige Probleme, hat viele Anti-Money Laundering und Terrorism Financing Laws gebrochen. Also die Bank hat wohl einige Probleme auch in Australien. Und er hatte wohl die Schnauze voll, hat gesehen, hey, scheiße, Banken sind hier auf dem absteigenden Ast und Krypto ist die Zukunft und hat einfach den richtigen Move gemacht. Und das ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir sowas hören. Wir hatten von Goldman Sachs im April jemanden, Executive, der Merchant Bank Galaxy Digital beigetreten ist. Die wurde gegründet von einem alten Wall Street Kollegen, Mike Novogratz, der sehr, sehr bullish ist, was Kryptos angeht. Von JP Morgan, wir sind Leute, die ins Krypto wechseln. Das werden wir in Zukunft immer mehr sehen. Die Leute, die jetzt noch einen Absprung schaffen, herzlichen Glückwunsch an euch. Und die anderen werden wohl mit den Banken dann untergehen. Ob Banken ganz verschwinden, das ist eine Frage, schwer zu beantworten letztendlich.
möglich, aber wenn sie sich nicht anpassen an die Kryptoszene, werden sie es in den nächsten Jahren sehr, sehr schwer haben. So, gucken wir mal auf CoinMarketCap, Marktkapitalisierung 408 Milliarden, Trading-Volumen 22 Milliarden, Bitcoin 36,6% und die Top 20, wunderbar, alles grün, ihr seht es auch hinter mir, der Bitcoin leuchtet grün. Wer sticht heraus? Litecoin mit 7% plus bei $147, Dash ja, $444, 12% plus, VeChain, auch ein sehr interessanter Wert, 13% plus bei $5,18. Und wenn wir uns mal die Top-Gewinner angucken, das ist Zcash mit 44,61%. Vielleicht liegt es daran, dass Zcash jetzt auch bei Gemini getradet wird dann. Das ist der Exchange von den Winklevoss-Brüdern, ja, die bei Facebook gut abkassiert haben. Ja, mal sehen, also Zcash 44% Kurs plus. Top-Verlierer, das ist Dentacoin mit 9% und Kin mit 9%, aber es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Werte, die aktuell im Minus sind aus den Top 100 und der Rest ist im Plus. Also, schöner Start für den Dienstag. Haben wir heute Dienstag? Ja, wir haben Dienstag. Schöner Start in den Dienstag und ja, mal gucken, wie der Rest der Woche weitergeht und ob sich das, was die Leute von der Consensus 2018 erwarten, auch bewahrheitet, nämlich einen Boom. Also Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da. Ganz wichtig, teile dieses Video mit den Menschen, die sich auch für Kryptowährungen, Bitcoin und News aus der Szene interessieren. Damit bin ich raus. Ich sage wie immer, machet gut, schwenkt die Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!